Oh nein, ich glaube, ich bin krank. Jetzt muss ich zum Arzt. Aber was sage ich da? Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin. Kennst du diese Situation? Du fühlst dich nicht gut. Du hast Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfschmerzen und du weißt, eigentlich solltest du zum Arzt gehen. Aber dann kommt sofort der nächste Gedanke. Was sage ich da auf Deutsch? Verstehe ich alles? Und was ist, wenn ich etwas Falsches sage? Gerade Arztbesuche sind für viele Deutschlernende stressig. Nicht nur, weil man krank ist, sondern weil man plötzlich speziellen Wortschatz kennen muss, viele Fragen bekommt und viele Informationen verstehen soll. Geht es dir auch so? Dann verspreche ich dir, wenn du dieses Video aktiv mitmachst, wirst du am Ende wissen, wie ein typischer Arztbesuch in Deutschland abläuft und welche Sätze du wirklich brauchst, um dich verständlich und sicher auszudrücken. Warum ich mir da so sicher bin? Weil ich seit vielen Jahren Deutsch unterrichte und mit sehr vielen Lernenden genau diese Situation geübt habe. Der Arztbesuch gehört zu den Gesprächen, die meinen Schülern am meisten Angst machen. Aber mit der richtigen Vorbereitung gewinnst du schnell an Sicherheit. Genau deshalb üben wir das heute gemeinsam. In diesem Video begleitest du Ivana in eine Arztpraxis. Ivana ist eine Person, ein Charakter aus meinem A2 und B1 Intensivkurs. Du hörst, wie sie sich anmeldet, wie das Gespräch mit der Ärztin abläuft und wie typische Fragen und Antworten auf Deutsch klingen, die du in Deutschland beim Arzt sehr oft hörst. Hier geht es aber nicht ums Verstehen, sondern vor allem ums aktive Sprechen. Wie in all meinen Sprechvideos bist du wieder ganz aktiv gefragt. Wir arbeiten heute mit 3 Runden, damit du Schritt für Schritt sicher wirst. In Runde 1 hörst du den gesamten Dialog und sprichst deinen Teil nach. In Runde 2 hörst du nur mich, also die Arzthelferin und die Ärztin, und sprichst Ivanas Teil allein. So führen wir ein richtiges Gespräch. In Runde 3 drehen wir das Ganze um. Du hörst Ivanas Teil und sprichst dieses Mal für die Arzthelferin und Ärztin. So prägst du dir auch diesen Teil gut ein. Das ist wichtig, damit du beim nächsten Arztbesuch auch alles gut verstehst. Achte ganz besonders auf die Aussprache und die Intonation. Wie immer empfehle ich dir, dich selbst aufzunehmen. So kannst du dich gut selbst kontrollieren und hörst, was du noch verbessern musst. Natürlich habe ich auch zu diesem Video wieder eine kostenlose PDF-Datei für dich. In dieser Datei findest du den kompletten Dialog, wichtige Redemittel und eine kleine Übung. Den Link zur PDF findest du wie immer direkt unter dem Video in dem angepinnten Kommentar. Bist du bereit? Dann gib mir jetzt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und dann geht es los mit der ersten Runde. Wir beginnen mit Runde 1. Du kannst das Video jederzeit pausieren oder dir einzelne Stellen noch einmal anhören. Höre genau zu, sprich alles laut mit und konzentriere dich auf Aussprache und Satzmelodie. Los geht's! Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen. Mir geht es nicht so gut. Ich glaube, ich habe eine Erkältung. Haben Sie einen Termin? Oh, nein. Ich dachte, man kann einfach vorbeikommen. Normalerweise brauchen Sie einen Termin.
Heute haben wir aber noch eine offene Sprechstunde. Sie können gern kurz warten. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Wie ist Ihr Name? Ivana Kleinschmidt. Waren Sie schon mal bei uns, Frau Kleinschmidt? Ja, ich war schon ein paar Mal hier. Dann brauche ich nur Ihre Versichertenkarte, bitte. Ja, natürlich. Hier ist sie. Vielen Dank. Sie können dann nochmal im Wartezimmer Platz nehmen. Wir rufen Sie dann auf. Alles klar. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Kleinschmidt. Was fehlt Ihnen denn? Guten Tag. Ich habe Halsschmerzen, Schnupfen und Kopfschmerzen. Außerdem fühle ich mich sehr müde. Haben Sie auch Fieber? Nein, ich glaube nicht. Dann klingt das nach einer Erkältung. Ich schau mal in Ihren Rachen. Machen Sie bitte mal A. Danke. Sie können den Mund wieder schließen. Ist alles in Ordnung? Ja, Ihr Hals ist etwas gerötet, aber das ist typisch für eine Erkältung. Ich höre jetzt noch kurz Ihr Herz und Ihre Lunge ab. Okay. Gut. Atmen Sie bitte tief ein und aus. Sehr schön. Das Herz und die Lunge klingen unauffällig. Das ist gut zu hören. Haben Sie in den letzten Tagen viel Stress gehabt oder wenig geschlafen? Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe viel gearbeitet und kaum Pause gemacht. Das merkt man oft am Körper. Ich empfehle Ihnen, sich ein paar Tage auszuruhen und viel zu trinken. Bekomme ich auch ein Medikament? Ja, ich verschreibe Ihnen ein Medikament gegen die Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Bekomme ich auch ein Antibiotikum? Nein, bei der Erkältung hilft ein Antibiotikum nicht, weil sie durch Viren verursacht wird. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, Antibiotika helfen immer. Das denken viele, aber das stimmt nicht. Bei einer Erkältung ist es wichtig, dem Körper Zeit und Ruhe zu geben. Verstehe. Ich schreibe Sie deshalb für 3 Tage krank. 3 Tage? Ich dachte vielleicht nur einen. Drei Tage sind besser, damit Sie sich wirklich erholen können. Alles klar. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Nein, das war alles. Vielen Dank für die Erklärung. Gern geschehen. Gute Besserung, Frau Kleinschmidt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sehr gut, das war die erste Runde. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. In Runde 2 siehst du wieder meinen Teil des Dialogs und deinen Teil des Dialogs, aber du hörst nur den Teil der Ärztin und der Arzthelferin. Das heißt, du bist jetzt Ivana. Wenn du möchtest, kannst du deine Stimme wieder aufnehmen und mit dem Original vergleichen. Nimm dir Zeit und mach Pausen, wenn du sie brauchst. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie einen Termin? Normalerweise brauchen Sie einen Termin. Heute haben wir aber noch eine offene Sprechstunde. Sie können gern kurz warten.
Wie ist Ihr Name? Waren Sie schon mal bei uns, Frau Kleinschmidt? Dann brauche ich nur Ihre Versichertenkarte, bitte. Vielen Dank. Sie können dann nochmal im Wartezimmer Platz nehmen. Wir rufen Sie dann auf. Guten Tag, Frau Kleinschmidt. Was fehlt Ihnen denn? Haben Sie auch Fieber? Dann klingt das nach einer Erkältung. Ich schaue mal in Ihren Rachen. Machen Sie bitte mal A. Danke. Sie können den Mund wieder schließen. Ja, Ihr Hals ist etwas gerötet, aber das ist typisch für eine Erkältung. Ich höre jetzt noch kurz Ihr Herz und Ihre Lunge ab. Gut. Atmen Sie bitte tief ein und aus. Sehr schön. Das Herz und die Lunge klingen unauffällig. Haben Sie in den letzten Tagen viel Stress gehabt oder wenig geschlafen? Das merkt man oft am Körper. Ich empfehle Ihnen, sich ein paar Tage auszuruhen und viel zu trinken. Ja, ich verschreibe Ihnen ein Medikament gegen die Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Nein, bei der Erkältung hilft ein Antibiotikum nicht, weil sie durch Viren verursacht wird. Das denken viele, aber das stimmt nicht. Bei einer Erkältung ist es wichtig, dem Körper Zeit und Ruhe zu geben. Ich schreibe Sie deshalb für 3 Tage krank. Drei Tage sind besser, damit Sie sich wirklich erholen können. Haben Sie noch Fragen? Gern geschehen. Gute Besserung, Frau Kleinschmidt. Sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Runde. In Runde 3 sprichst du den Teil der Ärztin bzw. der Arzthelferin. Du siehst wieder den kompletten Dialog, hörst aber nur noch Ivana. Wenn du möchtest, nimm deine Sätze wieder auf und kontrolliere deine Aussprache. Und denk daran, du kannst das Video jederzeit pausieren und einzelne Stellen wiederholen. Guten Morgen. Mir geht es nicht so gut. Ich glaube, ich habe eine Erkältung. Oh, nein. Ich dachte, man kann einfach vorbeikommen. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Ivana Kleinschmidt. Ja, ich war schon ein paar Mal hier. Ja, natürlich. Hier ist sie. Alles klar. Vielen Dank. Guten Tag. Ich habe Halsschmerzen, Schnupfen und Kopfschmerzen. Außerdem fühle ich mich sehr müde. Nein, ich glaube nicht. Ah,
Ist alles in Ordnung? Okay. Das ist gut zu hören. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe viel gearbeitet und kaum Pause gemacht. Bekomme ich auch ein Medikament? Bekomme ich auch ein Antibiotikum? Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, Antibiotika helfen immer. Verstehe. 3 Tage? Ich dachte vielleicht nur einen. Alles klar. Vielen Dank. Nein, das war alles. Vielen Dank für die Erklärung. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sehr gut, du hast es geschafft. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn du diese 3 Runden wirklich aktiv mitgesprochen hast, dann hast du heute nicht nur neue Wörter gelernt, sondern genau das trainiert, was im echten Leben zählt. Ruhig zu bleiben und zu wissen, was du sagen musst. Gerade bei einem Arztbesuch ist das besonders wichtig. Und du hast gesehen, mit der richtigen Vorbereitung ist diese Situation gut machbar. Lade dir jetzt die PDF-Datei herunter, um den Dialog jederzeit zu wiederholen, wichtige Redemittel zu lernen und natürlich die kleine Übung zu machen. Gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!